Heute zeigen wir euch den richtigen Umgang mit unseren Mehrgrößenschnitten. Da ist es immer so, es ist eine Größentabelle dabei, extra auf einem Zettel oder schon mit auf eurem Plot. Und es ist nachzulesen, welche Maße es gibt und welche Maße zu welchen Größen zugeordnet sind. Ihr nehmt euch also einfach ein Maßband, messt euch aus und ordnet euch einer Größe zu. Bei der Judy Blouse, die ich hier habe, ist es jetzt so, dass wir sehen, dass der Brustumfang das entscheidende Maß ist. Guckt also als erstes, welche Größe euch entspricht. Ich falte dann jetzt einmal meinen großen Plot auseinander, lege ihn glatt vor mich hin und sehe hier viele Informationen. Einmal, welches Teil jeweils zu sehen ist, wie oft wir es zuschneiden müssen, wie es sich mit den Nahtzugaben verhält. Dann gibt es immer noch ein Schnittbild, auf dem ihr genau seht, wie die Schnittteile, die ihr jetzt aus Papier ausschneidet, dann später auf den Stoff aufzulegen sind. Und dann das Wichtigste für uns jetzt zum Ausschneiden ist, dass ihr seht, welche Linienart zu welcher Größe gehört. Denn wie ihr seht, gibt es jedes Schnittteil in verschiedenen Größen und in verschiedenen Linien. Und auf der Legende ist genau nachzusehen, welche Linie eben zu welcher Größe gehört. Außerdem dann noch weitere Angaben, wenn zum Beispiel noch etwas zuzuschneiden ist. Und dann natürlich der QR-Code für unser DIY-Video-Tutorial. Wichtig also jetzt ist es, die richtige Linie zu finden. Ich mache hier eine Größe M heute und deswegen schneide ich die gestrichelte Linie mit den 2 Pünktchen dazwischen zu. Die sieht man hier. Und genau diese Linie verfolge ich jetzt einmal ringsherum um jedes Schnittteil und schneide es einmal an allen Seiten entlang aus, sodass ich gleich einzelne Teile habe, die ich dann anschließend auch aus dem Stoff zuschneiden kann. Es gibt auch Stellen, da sind alle Schnittteile für alle Größen gleich. Das sieht man hier jetzt zum Beispiel an den Trägern. Da laufen alle Linien in eine Linie ein und nur hier oben am oberen Bogen an der Spitze teilt es sich auf in die verschiedenen Größen. Da ist also zu beachten, dass für alle Schnittteile an der gleichen Linie entlang geschnitten wird, außer dort, wo es eindeutig ist und ich meine Linie mit den Streifen und dem Pünktchen wiederfinde für die Größe M. Die schneide ich jetzt auch zur Demonstration einmal aus. Ich fange hier also an, wo alle Linien in einer Linie verlaufen und mache dann mit meiner Strichpunktlinie für die Größe M weiter. So sollte das jetzt also aussehen. Die anderen Linien lasse ich einfach mal rechts und links liegen. Ich konzentriere mich bloß auf die Linie, die ich mir ausgesucht habe, also die hier von der Größe M, und schneide mein Schnittteil einmal ringsherum an der äußeren Linie aus. Das sieht dann also so aus. Und auch gleich beim Zuschneiden des Stoffes beachten wir nur die äußere Kante jetzt und schneiden unseren Stoff an der äußeren Kante unseres Papierschnittteils aus. Ich zeige es nochmal an einem weiteren Schnittteil. Auch hier suche ich mir wieder meine ausgewählte Linie für meine Größe M und schneide einmal ringsherum an genau dieser Linie entlang. Man sieht, ich schneide also wieder einen Teil ab, und zwar den Teil für L und XL. Und was mir bleibt, ist dann einfach mein Schnittteil fürs Vorder- und Rückteil, hier in diesem Fall für die Größe M. Eine Sache gibt es noch zu beachten, und zwar seht ihr hier wie immer so einen kleinen Querstrich, das sind ja unsere Knipse, also Orientierungspunkte fürs Nähen. Und hier sieht man auch ganz klar, dass immer ein Knips direkt von der äußeren Kante abgeht, den wir dann später markieren auf unserem Stoff. Die anderen Knipse, die hier eingezeichnet sind, bei der gestrichelten Linie für S und der durchgezogenen für XS, die können wir einfach komplett nicht beachten. Alles, was hier zählt, ist, dass wir den Knips dann jeweils sehen für die ausgewählte Größe. So, dann noch ein paar Worte zu den Nahtzugaben. Wie es auf jedem Schnitt steht, ist immer eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten, wenn nicht anders angegeben. Hier habt ihr es jetzt gesehen. Unten gibt es hier beispielsweise 6 cm Nahtzugabe. Oben gibt es zum Beispiel auch nochmal 10. Aber wenn nichts steht, dann näht doch immer mit 1 cm. Außerdem sage ich es auch sonst nochmal an. Ja, und dann würde ich auf jeden Fall noch empfehlen, diese Informationen hier aufzuheben, denn im Anschluss sollt ihr jetzt natürlich hier bei der Judy Blouse beispielsweise das Gummiband zuschneiden. Da folgt ihr einfach auch wieder den Anweisungen und der Angabe für eure ausgewählte Größe. Ja, und dann geht es natürlich an das Schritt-für-Schritt DIY-Video-Tutorial, wo ihr einfach hier den QR-Code mit eurem Handy scannen könnt und schon kann es losgehen. Ja, und das war es auch schon mal mit Informationen zu unseren Mehrgrößenschnitten. Ganz viel Spaß!